Heute gibt es ein leckeres Kartoffelbrot. Ist gerade fertig geworden, muss noch abkühlen. Hallo, Nico hier. Schön, dich zu sehen. Das schneiden wir gleich auf, aber vorher, da zeige ich dir erst noch, wie ich das gemacht habe. Als erstes brauchen wir natürlich Kartoffeln. Ich koche hier 500 Gramm geschälte Kartoffeln ab. Also die Kartoffeln bitte nach dem Schälen abwiegen und in reichlich Salzwasser weich kochen. Verwende überwiegend festkochende oder festkochende Kartoffeln. Nach dem Kochen die Kartoffeln etwas ausdämpfen lassen und durch eine Kartoffelpresse drücken. Mit einem Kartoffelstampfer kannst du die Kartoffeln natürlich auch fein stampfen. Die Kartoffeln anschließend abkühlen lassen, dabei nicht abdecken, damit kein Schwitzwasser entsteht. Als nächstes geben wir 120 Gramm Wasser und 3 Gramm Trockenhefe oder 9 Gramm frische Hefe in eine Schüssel und verrühren alles, bis sich die Hefe aufgelöst hat. Die Kartoffeln, 500 Gramm Weizenmehl Typ 55, 2 Esslöffel Olivenöl oder Rapsöl und 12 Gramm Salz dazugeben und zu einem glatten Teig verkneten. Der Teig erscheint am Anfang relativ trocken und fest. In der Schüssel musst du schon alle Zutaten ordentlich zusammenpressen. Verwende aber kein zusätzliches Wasser, die Kartoffeln haben genug Feuchtigkeit. Wenn alles zusammenhält, den Teig dann auf die Arbeitsfläche geben und für etwa 5 Minuten kneten. Nicht zu lange kneten, da die Kartoffeln sonst schmierig werden. Wenn sich der Teig gut kneten lässt und geschmeidig und glatt anfühlt, dann ist genug geknetet. Den Teig in die Schüssel geben, abdecken und 1 Stunde an einem warmen Ort gehen lassen. Sorry, beim Fokussieren habe ich total daneben gelegen. Nach dem Gehen den Teig auf die Arbeitsfläche geben und zu einem Rechteck ziehen. Den Teig von links und rechts zur Mitte hin zusammenfalten, dabei etwas andrücken und zu einer straffen Rolle formen. Ich habe mich hier echt verkünstelt und am Ende ist es dann doch nicht perfekt. Also wenn du das machst, sei bitte nicht so penibel wie ich. Spar dir die Zeit. Die Enden mit den Fingern zusammenziehen, bis eine geschlossene Rolle entstanden ist. Das Teigstück mit der offenen Seite nach oben in ein ordentlich mit Mehl ausgestäubtes Gärkörbchen legen oder in eine mittelgroße Schüssel mit einem Geschirrtuch ausgelegt. Den Teig abdecken und 1 Stunde gehen lassen. Danach für 8 bis 12 Stunden in den Kühlschrank stellen. Sei so lieb und drück kurz auf den Daumen nach oben Knopf. Das hilft mir unheimlich, weil das Video dann auch anderen gezeigt wird. Dankeschön! Am nächsten Tag das Gärkörbchen aus dem Kühlschrank nehmen und ein Backblech mit Backpapier belegen. Eine hitzebeständige Schale oder gusseiserne Pfanne auf dem Boden des Backofens stellen, den Backofen auf 220 Grad Umluft vorheizen. Das Teigstück auf das Backblech stürzen, mit etwas Mehl abstäuben und mit einem scharfen Messer längs ca. 1 cm tief einschneiden. Das Blech in den Ofen schieben und kochend heißes Wasser in die Pfanne am Boden gießen. Achtung, dabei besteht Verbrennungsgefahr. Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Den Ofen schnell schließen und das Brot bei 220 Grad Umluft für 15 Minuten mit Dampf backen. Nach 15 Minuten den Dampf durch Öffnen der Ofentür ablassen. Die Temperatur auf 180 Grad Umluft senken und das Brot in weiteren 40 bis 45 Minuten fertig backen.
Am Ende der Backzeit das Brot herausnehmen und auf einem Gitter abkühlen lassen. Irgendwer hat meine Duschhaube zum Backen benutzt. Wo waren wir stehen geblieben? Hier. Ich wurde mehrfach darum gebeten, das Brot aufzuschneiden und dann in die Kamera zu halten. Nichts einfacher als das. Heute habe ich mal dran gedacht, machen wir das doch. Einfach mal aufschneiden. Und hat eine super schöne Farbe. Ne? Durch die Kartoffeln ist das wirklich echt richtig schön und duftet herrlich. Oh, ich möchte jetzt eigentlich direkt reinbeißen. Mache ich natürlich nicht, das gehört sich ja schließlich nicht. Ich verabschiede mich an dieser Stelle einfach. Bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Einschalten. Danke, dass du mich bis hierher begleitet hast. Würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Vielleicht in diesem hier oder in einem von den beiden zumindest, die da gleich erscheinen. Das heißt, lass mir bitte noch einen Daumen nach oben da und dann bin ich weg. Ich muss nämlich jetzt ganz dringend eine Scheibe Brot abschneiden. Brotmesser für 2,50 €. Kannst du vergessen. Machen wir das halt so. Also, ab in die Küche. Ich hoffe, du hast jetzt große Lust bekommen, in die Küche zu gehen. Und ein leckeres Kartoffelbrot zu backen. Das ist nämlich sehr, sehr lecker. Super saftig, schön knusprig außen. Hält einige Tage frisch. Jetzt aber. Tschüss.